The Legend of Zelda Majora's Mask hat mich schon immer fasziniert. Es ist meiner Meinung nach das beste Zelda und eins meiner liebsten Spiele überhaupt. Wie es dazu kam, was mich an diesem Spiel so begeistert und welchen Einfluss es über die Zeit auf mich hatte, möchte ich in diesem Video behandeln. Kurzum, ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Majora's Mask begleitet mich schon seit meinen Kindheitstagen. Meine Anfänge damit hatte ich auf dem N64 und bereits die goldene Kassette ließ vermuten, dass dieses Spiel besonders ist. Etwa zur gleichen Zeit habe ich Ocarina of Time gespielt, kam aber nicht viel weiter als Dodonkos Höhle oder Jabu Jabus Bauch, was erstmal albern klingt, im Nachhinein aber daran lag, dass ich die Master Quest Variante gespielt habe, welche beim Wind Waker Bundle dabei war. Ich mochte die Farbe Blau eben mehr als Rot und wusste damals nicht, dass das hier zwei verschiedene Versionen sind. Weil Majora's Mask aber genauso aussah wie OOT, habe ich meine Zeit dann hauptsächlich in dem Spiel verbracht. Was mich schon von jeher in den Bann zog, war diese bedrückende Atmosphäre, die mich damals wie heute beängstigt. Bereits das Intro gibt die Grundstimmung des ganzen Spiels wieder. Link reitet alleine durch den nebligen Wald, als plötzlich das Horror-Kit auftaucht und Links Ocarina und Pferd entwendet. Es entsteht direkt Spannung. Dieses Gefühl hält das ganze Spiel über an und sobald man in Termina ankommt, wird es nur noch verstärkt. Der Maskenhändler, der fragwürdige Äußerungen tätigt, der Mond, welcher als ständige Bedrohung nicht nur die Spielwelt, sondern auch den Spieler unter Druck setzt. Das alles steht im Kontrast zu jedem anderen Zelda, wo man immer einen ruhigen Start hat und sich erst über die Zeit Spannung aufbaut. Als Kind hat man aber kaum was hinterfragt. Ich merkte nur, wie alles in diesem Spiel irgendwie dunkler war. Die Musik hat fast immer einen traurigen, bedrohlichen Unterton und selbst die Artworks der Charaktere sind in starke Schatten gehüllt, anstatt einer herkömmlichen Schattierung. Natürlich bekam ich es da an der einen oder anderen Stelle auch mit der Angst zu tun. Die Hand im Klo oder die Oma, die Geschichten vorliest, haben mich anfangs aufgrund ihres Aussehens sehr verstört. Auch die Gyptos im Ikana Canyon trieben mich mit ihrem Auftreten in den Wahnsinn. Der Brunnen von Ikana war also eine absolute Qual, was aber nicht nur an den gruseligen Mumien lag. Dazu eine kleine Anekdote. Eine der Mumien wollte H2O, nur wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, was das sein soll. Also rannte ich ewig durch die Welt, versuchte mir irgendetwas zusammenzureimen, gab ihr jeden Gegenstand, aber alles ohne Erfolg. Als ich meinen Vater fragte, fand ich dann endlich heraus, dass H2O Wasser bedeutet. Und da soll nochmal jemand sagen, man lernt nichts von Spielen. Die Angst verschob sich dann in der Jugend auf Theorien über das Spiel, allen voran Ben Drowned. Wie sollte es auch anders sein? Das Spiel ist eine Ansammlung von Ungereimtheiten und je mehr man Dinge hinterfragt, desto verstörender kann es mit etwas Fantasie werden. Angefangen bei der Frage, wo oder was Termina eigentlich ist, da diese Welt geografisch unter Hyrule liegen müsste und dennoch einen eigenen Himmel hat. Oder was hat es mit dem Maskenhändler auf sich? Warum hat er eine so mächtige Maske und wo hat er sie her? Kam er über den gleichen Weg nach Termina und warum scheint er so viel mehr zu wissen, als er preisgibt? Spätestens beim Betreten des Mondes kommt einem die Frage auf, ob das alles überhaupt real ist oder vielleicht doch nur ein Traum. Ich habe angefangen, das Spiel aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten. Über die Zeit änderte sich die Angst von greifbaren Dingen wie das Aussehen mancher Charaktere hin zu psychischen Ängsten, die durch Vorstellungen entstanden und heutzutage schließlich zu existenziellen Ängsten. Deshalb ist der Moment, in dem der Karneval beginnt und die letzten 5 Minuten anbrechen, bis heute das beängstigendste, was ich je in einem fiktionalen Werk erlebt habe. Diese Situation weckt nicht nur in den Bewohnern Terminas den Horror in seiner reinsten Form, sondern auch im Spieler, da man hier unmittelbar mit dem eigenen, unausweichlichen Tod konfrontiert wird. Dazu aber später mehr. Meine Erfahrung mit der N64-Version endete beim Stone Tower Tempel. Ich weiß noch, dass ich den ersten Raum betreten habe und das Spiel kurz danach aus den Augen verlor. Doch meine Geschichte mit dem Spiel sollte noch weitergehen. Am 13. Februar 2015 kaufte ich mir einen New 3DS zusammen mit Majora's Mask 3D, nachdem ich jahrelang nichts mehr mit diesem Spiel zu tun hatte und die Nostalgie mich packte. Dass der Release an einem Freitag, dem 13. war, finde ich übrigens sehr passend und raffiniert von Nintendo gewählt. Mein Ziel war es diesmal, absolut alles in diesem Spiel mitzunehmen und zu erleben, was allerdings gar nicht mal so einfach ist.
Jede Person hat ihren geregelten Tagesablauf innerhalb der 3 Tage, die zur Rettung Terminas bleiben, und jede Person ist relevant. So überschneiden sich logischerweise etliche Events und man muss abwägen, welche Quests man verfolgen will und welche man zurücklässt. Die Tatsache, dass die Welt nicht auf einen wartet, kann durchaus anstrengend sein. Es haucht der Spielwelt aber Leben ein und macht sie dadurch glaubwürdiger als viele andere. Bis heute habe ich keine Stadt in einem Spiel gesehen, die so lebendig und natürlich wie Unruhstadt ist. Jede Person hat in den 3 Tagen einen eigenen Story-Arc, den man aktiv erleben und beeinflussen kann, wenn man sich dazu entscheidet. Man kann aber auch alles links liegen lassen und das Spiel beenden, ohne den Großteil der Personen richtig kennenzulernen. Was ich in meinem ersten 100% Durchgang aber gelernt habe, ist, dass Majora's Mask genau von diesen Side-Stories lebt. Man lernt, wie die einzelnen Personen ticken, was ihre Pläne und Probleme im Leben sind und hat nicht selten am Ende der Questreihe ein Gefühl von Hilflosigkeit, weil man weiß, dass alles, was man tut, im nächsten Zeitzyklus wieder rückgängig gemacht wird. Alles, was einem bleibt, sind die Erinnerungen, oftmals in Form einer Maske. Das wohl emotionalste und bekannteste Beispiel ist die Questreihe von Anju und Kafei. Die beiden wollten am Tag nach dem Karneval heiraten, doch das ist aufgrund etlicher Umstände nicht möglich. Kafei wurde nicht nur die Maske zur Trauung geklaut, er wurde vom Horrorkid auch in ein Kind verwandelt und versteckt sich nun beim Waschplatz. Im Laufe der Quest hilft man den beiden wieder Kontakt miteinander aufzubauen, die Maske zu finden und die Hochzeit zu retten. Doch selbst wenn man all das schafft und die beiden sich wenige Momente vor dem Ende noch ein letztes Mal sehen, weiß man, dass alles ultimativ umsonst war. Entweder sterben alle oder man macht das Getane rückgängig. Solche Momente sind komplett optional, werten das Spiel aber so sehr auf, dass man sie gar nicht verpassen möchte. Darum ist Majora's Mask eins der wenigen Spiele, die ich seither immer auf 100% spielen muss. Hier und da finden sich auch Elemente in der Spielwelt, die eine indirekte Geschichte erzählen. Mir kommt hier der Deko-Butler und sein Sohn oder aber die Bilder mit der Rakete im Bombenshop in den Kopf. In diesem Spiel wurden aus einfachen NPCs dreidimensionale Persönlichkeiten gemacht, welche man heute noch vergebens in den meisten Spielen sucht. Ich verdanke der 3DS-Version einiges. Sie hat mich letztendlich zu Majora's Mask zurückgebracht, doch im Nachhinein muss ich sagen, dass mir die N64-Variante lieber ist. Sie haben versucht, das Spiel zugänglicher zu machen, indem sie die Bosse abgeändert und einige Mechaniken angepasst haben, aber nicht alles ist geglückt. Während das Notizbuch oder das Zeitmanagement durch Lieder sinnvoll verbessert wurden, haben sie uns bei den Bossen die Möglichkeit auf kreative Lösungswege genommen, sodass man sie immer nur auf die gleiche Art bekämpfen muss. Auch das Schwimmverhalten des Zoras oder das Benutzen der Eispfeile wurde durch den Versuch der Vereinfachung negativ verändert. Meiner Meinung nach passt der neue Look der 3DS-Teile auch nicht ganz zum Spiel. Es sieht nun zwar hübsch aus, aber der dunkle, entsättigte und kantige Look vom N64 trifft für mich eher den Ton des Spiels. Die begrenzte Polygonzahl gibt vielen Modellen ein seltsames, unheimliches Gefühl. Hier kann aber auch einfach nur die Nostalgie aus mir sprechen. Seitdem ich Majora's Mask 3D gespielt habe, beschäftige ich mich wieder regelmäßig mit diesem Titel und genoss vor allem einen Punkt am Spiel immer mehr. Ich habe bisher das wesentliche Feature dieses Spiels bewusst außen vor gelassen: Zeitdruck. Bereits die Entwicklung dieses Spiels geschah unter Zeitdruck. Ein Jahr hatte Eiji Aonuma Zeit, um seine Idee eines neuen Zelda-Titels umzusetzen. Zusammen mit Yoshiaki Koizumi, welcher die Idee des Zeitzyklus hatte, der sich ständig wiederholt, gelang es tatsächlich, das Spiel rechtzeitig fertigzustellen. Um noch mehr Zeit zu sparen, wurden auch etliche Modelle aus OOT wiederverwendet, weshalb sich die beiden Spiele äußerlich recht ähnlich sehen. Durch den Zyklus, der eigentlich hätte 7 Tage lang sein sollen, schaffte es das Element des Zeitdrucks ins Spiel selbst, wo es auch genutzt wird, um zu zeigen, wie Personen ihre letzten Tage verbringen und wie sie mit dem Ende der Welt umgehen würden. Manche werden den Untergang leugnen, manche werden sich ihre letzten Wünsche erfüllen und andere werden in tiefe Depressionen verfallen. Das Modell der Trauerphasen von Elisabeth Kübler-Ross lässt sich wunderbar auf die verschiedenen Regionen im Spiel anwenden, wodurch ich das Ganze weniger als Theorie und mehr als gewolltes Element des Spiels betrachte. Am Anfang steht die Ablehnung, also genau das, was die Leute in Unruhstadt tun. Die Dekos im Sumpf verfallen in blinde Wut,
die sie an den Affen auslassen, die Goronen in den Bergen versuchen zu verhandeln und einen Ausweg zu finden, Lulu von den Zoras ist aufgrund tiefer Trauer verstummt und die Bewohner Ikanas haben ihr Schicksal akzeptiert, was der König mit der Aussage „Wir sind, was wir sind“ perfekt auf den Punkt bringt. Man kann bei jedem Charakter im Spiel erkennen, wie sich der nahende Tod auf sie auswirkt, und je näher der Mond kommt, desto deutlicher wird es. Und genau hier kommen wir wieder zu den letzten 5 Minuten, in denen sich jeder seiner eigenen Sterblichkeit stellen muss. Egal, was man auch tut, alles ist endlich und hat im Großen und Ganzen keine Bedeutung. Wenn die Zeit abläuft, reißt der Mond alles ins Verderben. Link, die Bewohner, ganz Terminar. Game over. Das ist die Realität. Das ist im übertragenen Sinne unser aller Schicksal. Und genau das ist es, was dieses Spiel so unheimlich macht. Obwohl ich schon längst meine eigene Sterblichkeit akzeptiert habe und weiß, dass irgendwann nichts mehr von meinem Vermächtnis übrig ist, jagt mir dieser Moment im Spiel jedes Mal einen Schauer über den Rücken. Genau hierin finde ich mittlerweile aber einen gewissen Komfort, der mich mein Leben so leben lässt, wie ich es will. Zu dem Punkt brachte mich letztendlich aber eine andere Spielereihe, die das gleiche Gefühl in mir ausgelöst hat. Nur war es dort ein schleichender Prozess. Ohne sie würde ich aber niemals diesen Teil des Videos machen können. Sie brachte mir erst die Erkenntnis über all das und weckte mein Interesse auf dem Gebiet der Vergänglichkeit. Dazu wird auf jeden Fall auch mal ein Video kommen. Letztes Jahr habe ich das beendet, womit ich als kleiner Junge angefangen habe. Ich spielte Majora's Mask endlich auf dem N64 durch, um zu sehen, wie sich das Original gehalten hat, und war positiv überrascht, weshalb ich die 3DS-Version in erster Linie so kritisiert habe. Damit schließt sich der Kreis und der Zyklus kann von neuem beginnen. Oder nicht? Auch zu diesem Spiel könnte man noch so viel sagen. Ich habe keinen der großartigen Dungeons angesprochen. Bei den Masken und dem Song of Healing könnte man auch noch ausholen. Und alles rund um Majora's Mask selbst, sowie das Finale auf dem Mond, wäre nochmal ein eigenes Video wert. Aber auch hier verweise ich wieder mal auf etliche andere Personen, die bereits einen großartigen Job gemacht haben, viele dieser Themen aufzubereiten und zu analysieren. Dieses Spiel hat mich über viele Teile meines Lebens hinweg begleitet und mich stets auf unterschiedliche Art und Weise beeinflusst. Während ich es anfangs als Kind gedankenlos spielte, tauchte ich in meiner Jugend mit der 3DS-Version tiefer in die Welt ein und fing an, Dinge zu hinterfragen, bis ich heute schließlich die Philosophie des Spiels schätzen kann und auf unterschiedlichsten Wegen Inspiration aus diesem Werk ziehe. Seien es die selbstgebastelten Masken von damals, Bilder, die ich zu dem Spiel gezeichnet habe, den Song of Healing, den ich neuerdings auf dem Klavier lernen möchte, oder aber allerlei Dinge, die heute in mein eigenes Werk einfließen. Wie man sieht, bedeutet mir dieses Spiel enorm viel. Es ist erstaunlich, dass es trotz extremer Einschränkungen und Hindernisse zu dem wurde, was es heute ist. Eins der populärsten Zeldas aller Zeiten, ein Klassiker, den jeder mal gespielt haben sollte, und ein Werk, das mich und viele andere inspiriert und bewegt hat. Letztendlich ist und bleibt es aber nur ein Videospiel, das man entweder mag oder eben nicht mag, und das ist okay so. Jeder hat seine eigene Geschichte mit diesem Spiel, und das war nun mal meine.